for chasing lightning, and you just might win. You're on the border of the power zone. This road is leading to the power zone. You lose your fear inside the power zone. You can cross over into the power zone. Ja, herzlich willkommen bei Pro Superbike und herzlich willkommen in Donington Park in den East Midlands von England. Internationales Rennen, benannt King of Donington. Ein Vergleich der Fahrer zwischen der Pro Superbike Serie, die normalerweise auf dem Kontinent gastiert, und den starken britischen Superbike-Fahrern. Der Kurs hier in Donington bekannt vom britischen Grand Prix. Man hat hier eine perfekte Piste. Und ungefähr 8000 Zuschauer wohnten diesem Ereignis bei. Donington Park ist eine Piste, die viele gefährliche Kurven hat. Die Kurven hat, die man nicht einsehen kann. Da gibt es also Probleme, besonders für die Gäste vom Kontinent, von der Pro Superbike Serie. Und hier ein Blick in die Startaufstellung. Wir sehen zunächst mit der Startnummer 70 den Ungarn Abat Hamadi. Aus der dritten Startreihe ins Rennen wird gehen mit der Startnummer 1. Udo Marek, zweite Startreihe. Die 7, das ist Sven Seidel auf der Werk Suzuki. Drittschnellster, bestplatzierter Fahrer vom Kontinent der Münchner. Ernst Gschwender vom Team Green Kawasaki mit der Startnummer 31, der vierte des Trainings. Ray Stringer ebenfalls auf der Kawasaki. Noch einmal einen Blick, sahen wir eben. Sven Seidel, da ist Edwin Weibel, der Spitzenreiter nach seinem Doppelsieg in der Pro Superbike Serie. Startnummer 33, einer aus der hinteren Abordnung, aus Startreihe 2, Simon Graffer. Zunächst aber unsere Feature Story, übertitelt Rider Talk, Ernst und Jeremy. Der Deutsche, der sich hier mit dem Mann aus Irland unterhält. Da gibt es einen Erfahrungsaustausch. Ja, und der Ernst hat eben gefragt, er hätte gehört, dass Jeremy McWilliams erst zum 4. Mal auf einer großvolumigen Viertaktmaschine sitzt. Und das bestätigt der Ire. Er ist bisher nur in Mallory Park gefahren auf einem Vierzylinder-Motorrad, auf einem Viertakt-Motorrad. Und er hat natürlich jetzt hier, ganz wichtig, von Ernst Gschwender vielleicht die eine oder andere Information zu bekommen. Und da kam die Frage von Ernst Gschwender: Was meinst du denn, Jeremy? Sind unsere Motorräder ungefähr gleich? Und das bestätigt Jeremy McWilliams. Wir liegen dicht beieinander, das haben wir im Training festgestellt. Und der Ernst Gschwender, er fragt, ob der Ihre hoffnungsvoll wäre. Das wird bestätigt von Jeremy McWilliams. So, what do you think about this track? Und der gute Ernst Gschwender, er fragt jetzt den Iren, den Mann, der hier mit der Startnummer 11 antritt, was er von der Strecke hält. Und er lobt die Strecke, Jeremy McWilliams. Aber der Ernst Gschwender war ebenfalls schon hier, schon öfter hier, nämlich bei Superbike-Weltmeisterschaftsläufen. Er ist also kein Frischling, kein Neuling, was auch seine dritte Trainingszeit beweist. Also if there are clouds, it's not raining here. Und es geht hier natürlich auch um die Frage des Wetters. Jeremy McWilliams, der die Strecke bestens kennt, bestätigt, wenn hier Wolken kommen, da muss es nicht unbedingt regnen. Aber da gab es für McWilliams einen Trainingssturz, den wir nachträglich hier einblenden. Jerry McWilliams, pardon, hat sich hier nichts getan. Und da ist natürlich auch von Seiten des Iren das Interesse, wie sieht es denn in Deutschland überhaupt aus mit Rennstrecken? Und Ernst Gschwender betont, dass es nur 2 Strecken gibt, nämlich Nürburgring und Hockenheim. Und das heißt, dass die Pro Superbike Serie natürlich auch im Ausland gastiert, beispielsweise in Holland, in der Tschechoslowakei oder auch in Luxemburg, und hier ein Gastspiel in Donington gibt. Oh yeah, right. When you ride it somewhere as good as Donington, Yeah. and I believe, you know, if we push towards it more often, then people will inevitably follow the safe tracks. Yeah.
Ja, und es ging natürlich auch darum, dass Donington eine absolut sichere Strecke ist. Und da sehen wir den Trainingsschnellsten auf seiner Ducati von Oxford Products gemeldet. Mit der Startnummer 11 markierte er die Trainingsbestzeit. Und die Trainingsbestzeiten, sie lagen eng beieinander. Yeah, yeah. This German Pro Superbike series is very competitive. Like I can tell Ernst you a Schwender story, erwähnt gerade on the eben, last dass race es in Donington, I was sehr, sehr schwierig ist, sich durchzusetzen in der Pro Superbike Serie, dass es ein starkes Feld gibt. My bike broke down 2 times, and so it's very, very close in points. Und es wäre sehr, sehr eng in Punkten bei der Pro Superbike Serie, sagt der Kawasaki-Fahrer. We have very competitive riders like guys from Switzerland. Und es geht auch darum, dass in der Pro Superbike Serie auch Leute mitfahren, die nicht in Deutschland leben, die aus dem Ausland kommen, aber eine Lizenz haben, um zu punkten bei der Pro Superbike Serie. Aber viele Rennen werden auch in der Pro Superbike Serie gefahren, die international ausgeschrieben sind. Da können Ausländer mitfahren. Die allerdings erhalten dann keine Punkte in der Pro Superbike Serie. I've taken a bit of interest. I've watched it on TV, and it seems like a good championship. Ja, und der Jeremy McWilliams, er hat schon oft im Sportkanal die Übertragungen der Pro Superbike Serie gesehen. Und natürlich wächst da bei diesem Iren auch das Interesse, vielleicht einmal in dieser Pro Superbike Serie mitzumachen. Aber da braucht es natürlich einen Sponsor. Das ist nicht ganz einfach. Und was es nicht gibt in Großbritannien, ist das Trainingspreisgeld. Etwas, was die Pro Superbike Serie aus allen anderen Meisterschaften heraushebt. Und Ernst Schwender erklärt das System. Nicht nur für den Trainingsschnellsten gibt es Preisgeld, sondern auch für den reinen Privatfahrer, den schnellsten Privatfahrer im Trainingsfeld. Und auch für den schnellsten Fahrer, der von einem Händler unterstützt wird. Ja, und alle diese 3 Arten von Fahrern erhalten Trainingspreisgeld von Motyl, der Ölfirma. You took some money from me in practice, but I think I will take this back from you in the race. Ja, und da geht es noch einmal um das Preisgeld. Das Geld, das der Jeremy McWilliams dem Ernst abgenommen hat, will der wieder zurückholen. Aber wir sind gleich wieder zurück in Donington. Zurück auf der britischen Insel. Beim International King of Donington. Lauf 9 zur Pro Superbike Serie. PS präsentierte Gewinner des Motyl-Preisgeldes McWilliams, Pajic und der dritte Ernst Schwender. Die Startaufstellung: McWilliams der schnellste, Mile Pajic zweiter, Schwender auf der 3. Position, bestplatzierter Deutscher, Rubato ebenfalls hervorragend platziert, Rubato auf der Lachs Yamaha, Udo Marek der letztjährige Meister. Wir sehen weitere Deutsche, Thomas Stocker, Rainer Jenisch, Bernd Kaspers in Reihe 6. Michael Galenski mit vielen Problemen im Training, kam lediglich auf 3 vernünftige Runden. Achtung, Ampel geht auf grün, das Rennen ist gestartet. Das Rennen hier in Donington Park ist angesetzt, über 15 Runden. Und da gibt es gleich am Anfang eine kleine Sensation. Der Mann, der aus der 3. Startreihe als 9. ins Training gegangen ist mit der Startnummer 1. Udo Marek ist vorne, gefolgt von der Startnummer 10. Sean Bennett. Sean Bennett, der hier ebenfalls wie der Spitzenreiter auf einer Yamaha unterwegs ist. Damit der Startnummer 13. Natürlich aufgrund des schlechten Trainingsergebnisses weit hinten im Feld platziert. Das war Michael Galenski, der hier eine Halbautomatik, was die Schaltung des Getriebes angeht, einsetzt. Mit der Startnummer 9 Bernhard Schick, den letztjährigen 9. der Superbike-Meisterschaft. Sean Bennett, neuer Spitzenreiter. Startnummer 10 und Ernst Schwender geht an die 2. Position mit der Startnummer 6. Man fährt hinein in die Schikane vor Start und Ziel, kommt dann herunter nach Redgate Corner. Zunächst das gesamte Feld auf der Start- und Zielgeraden
mit einem nach wie vor führenden Sean Bennett, der jetzt angegriffen wird von Ernst Gschwender. Sean Bennett kontert, bleibt auf Position 1. Redgate Corner, eine schwierig zu befahrende Kurve, weil deren Ende nicht einzusehen ist. Man kommt jetzt herangefahren zu Old Hairpin. Sean Bennett vorne, dicht geschlossen das Feld. Sean Bennett, Ernst Gschwender, dann wieder Startnummer 31, der vierte des Trainings. Ray Stringer auf der dritten Position. Der Mann im gelb-weißen Lederoverall, das ist Peter Robatto, der jetzt überholt wird mit der Startnummer 5, Peter Robatto. Aber vorne weiterhin der Kampf um die Spitze, erneuter Angriffsversuch von Ernst Gschwender vor der Schikane. Am Ende der Starkey Straight, der langen Gerade, die mündet in diese Schikane, die wiederum führt auf die Start- und Zielgerade. Ernst Gschwender erneut mit einem Angriff. Und da gibt es erneut den Konter der Startnummer 10. Sean Bennett, der etwas später immer vor diesen Kurven auf die Bremse geht. Aber das hat nichts genutzt. In dieser Einstellung ist zu sehen, Ernst Gschwender vorne für das Feld in Old Hairpin hinein. In die alte Haarnadelkurve hier in Donington Park. Und da wird wirklich alles gegeben. Wir sahen eben einen Schlenker des Vorderrades. Sean Bennett sieht die Lücke, geht innen vorbei. Das war Macleans Corner, diese Stelle. Und dann geht es hinein in Cobbys Corner. Hinein und dann hinaus natürlich auf die Starkey Straight. Mit diesem kleinen Hügel dazwischen. Und fast im Formationsflug kommt die Spitze an. Ray Stringer jetzt auf der zweiten Position. Aber Spitzenreiter ist Ernst Gschwender vom Team Green Kawasaki. Ernst Gschwender, der in der laufenden Saison schon zweimal die Meisterschaft in der Pro Superbike Serie angeführt hat. Gschwender weiter vorne, jawohl. Wer ist Zweiter? Das ist weiterhin Ray Stringer auf der Kawasaki. Die beiden Kawasaki-Piloten setzen sich jetzt leicht ab. Da sehen wir Udo Marek und an seinem Hinterrad auf der Ducati, der Spitzenreiter in der Pro Superbike Serie. Edwin Weibel vom DNL Marushin Team, der Anschluss gefunden hat an die Spitzengruppe, die jetzt 8, 9 Leute groß ist. Ernst Gschwender macht hier das Tempo, aber Ray Stringer bleibt dran. Udo Mark mit der Startnummer 1 sahen wir eben auf der 5. Position. Ray Stringer greift an, geht heran an Ernst Gschwender. Sean Bennett auf Rang 3. Ernst Gschwender hat den Angriff von Ray Stringer abgewehrt. Sean Bennett dann mit der Startnummer 21, der Jugoslawe, der in Holland wohnt. Mile Pajic, der zweite des Trainings, auf der 4. Position und die Spitzenreiter setzen sich etwas ab und neuer Spitzenreiter, Ray Stringer mit der Startnummer 31. Ernst Gschwender hat die Spitze zurückgeholt. Sean Bennett auf der 3. Position. Sean Bennett auf der Loctite Yamaha. Gschwender, Stringer, Mobil 1, Kawasaki. Sean Bennett ist Vierter. Und da kommt der Angriff, wird weiter raus aus dem Windschatten. Der Angriff der Startnummer 21. 21, Mile Pajic, der Holländer, auf der Kawasaki. Man versucht heranzukommen an die Spitze, die Verfolger. Sie versuchen sich gegenseitig zu unterstützen, um die Lücke zu schließen, um diese beiden Spitzenleute nicht wegkommen zu lassen. Ray Stringer, da wog der Kampf um die Spitzenpositionen ständig hin und her. Ray Stringer, wir sahen es eben vor Ernst Gschwender. Ernst Gschwender wieder an der Spitze. Ray Stringer Zweiter. Aber ich glaube, es ist hier nur noch eine Frage der Zeit, bis diese große Verfolgergruppe herankommen kann an das Spitzenduo, das gebildet wird von Ernst Gschwender und Ray Stringer.
Die Verfolger, sie werden angeführt. Weiterhin von der Startnummer 21 von Mile Pajic. In die Schikane biegt als erster ein Ray Stringer. Da kommt mit der Startnummer 31 Ray Stringer als Spitzenmann und es bremst wirklich auf der letzten Rille in Redgate Corner. Ernst Gschwender, aber Ray Stringer hat das Vorderrad seiner Kawasaki vorne behalten können. Noch sind die Verfolger nicht näher herangekommen, der Rückstand zu diesem Zeitpunkt ungefähr 2 Sekunden. Da kommt jetzt als dritter Edwin Weibel, der sich freigefahren hat. Simon Graffer mit der Startnummer 33, der Neuseeländer, der in diesem Jahr erstmals in der britischen Meisterschaft antritt. Ray Stringer, Ernst Gschwender und Edwin Weibel hat jetzt hier die Spitzenposition in der Verfolgergruppe. Edwin Weibel, die Startnummer 19 auf der Ducati, der Schweizer, der die Pro Superbike Serie anführt, sagt jetzt hier auf zu den Kumpels hinten dran. Wir wollen versuchen heranzukommen, aber vorne wird weiterhin hart gefeitet. Man will natürlich vom Spitzenduo hier betrachtet diese Lücke behalten. Aber es wird hier schwierig werden, denn Edwin Weibel rückt auf und in seinem Schlepptau Simon Graffer, der junge Neuseeländer, der in diesem Jahr die britische Lizenz hat, um sich an der britischen Meisterschaft beteiligen zu können. Stringer, Gschwender, Edwin Weibel, Simon Graffer, dann die 21 Mile Pajic. Der Oldie hier im Feld, der frühere Jugoslawe mit Wohnsitz in Holland auf der 5. Position. Ray Stringer in die Schikane hinein und Ernst Gschwender, er lässt sich hier nicht distanzieren vom Briten. Ray Stringer, der schon 6 Nachwuchsmeisterschaften in Britannien gewonnen hat, den wir kennen von dem einen oder anderen Auftritt bei internationalen Rennen in Hockenheim. Und Edwin Weibel ist dran. Edwin Weibel ist am Hinterrad des Zweiten, am Hinterrad von Ernst Gschwender. Aber die haben noch mal ein bisschen Gas gegeben, konnten wieder wegfahren. Die Lücke ist wieder etwas angewachsen. Auf der 4. Position jetzt auftauchen, die 33 war das, Simon Graffer. Aber vorne, da geht die Post ab. Simon Graffer, dann Mile Pajic als 5. Das ist Simon Graffer, der Neuseeländer, der vom 5. Kontinent kommt, der aber nach höheren Zielen strebt. Das ist ja überhaupt das Ziel der Leute von Down Under, herüberzukommen nach Europa, um weiter nach vorne zu kommen im Motorradsport, um die internationale Auseinandersetzung zu suchen. Ray Stringer, Ernst Gschwender und Edwin Weibel ist wieder dran. Der Ducati-Pilot an der 3. Position vom DNL Marushin-Team. Simon Graffer, die Startnummer 33, will das natürlich dem Edwin Weibel jetzt nachmachen, will möglicherweise auch versuchen heranzukommen an die Spitze. Ernst Gschwender weiterhin auf Rang 2. Und da kommt man wieder reingefahren auf Starkey Straight. Die lange Gerade vor der Schikane auf diesem rund 3,3 Kilometer langen Kurs. Und die schnellste Runde Edwin Weibel 1:13:43 mit einem Schnitt von 154,43. Da kommt praktisch die Bestätigung für diese erfolgreiche Aufholjagd. Die Bestätigung schnellste Runde für die Startnummer 19 und auch Simon Graffer ist jetzt dran mit der Startnummer 33. Aus dem anfänglichen Führungsduo wurde zwischenzeitlich ein Führungsquartett. Edwin Weibel jetzt am Hinterrad des Kawasaki-Piloten Ernst Gschwender.
Aber Ray Stringer führt weiter. Der sonore Ton der Zweizylinder Ducati im Nacken des Zweiten im Feldes. Und da versucht Edwin Weibel einen Angriff. Und der wird abgeschlagen von Ernst Gschwender. Ernst Gschwender behält die zweite Position. Aber er weiß längst, dass ihm Gefahr droht. Von Edwin Weibel. Der ist erneut probiert. In Redgate Corner. Gschwender bleibt Zweiter. Hinter dem Spitzenreiter Ray Stringer. Und da ist Edwin Weibel vorbeigegangen. Vor Old Hairpin. Edwin Weibel Zweiter. Hinter dem weiteren Spitzenreiter mit der Startnummer 31. Aber zwischenzeitlich hatte hier gekontert. Ernst Gschwender ist wiederum Zweiter. Ray Stringer. Dann kommt Ernst Gschwender die 6, Edwin Weibel die 19, Simon Graffer mit der 33 auf der 4. Position, der jetzt hier in dieser Ecke in Coppys Corner die engere Linie gewählt hat, um näher heranzukommen. Ray Stringer hat sich mittlerweile einen leichten Vorsprung herausarbeiten können. Aber die drei natürlich, die werden jetzt alles daran setzen, um noch einmal an Ray Stringer heranzukommen. Und dieses Verfolgertrio auf Platz 2 angeführt von Ernst Gschwender, dritter Edwin Weibel in der gelb-roten Lederkombi. Und Simon Graffer, der Neuseeländer, ist wirklich hier gut mit dabei. Simon Graffer, der keine absolute Spitzenposition im Training hat fahren können, der in Startreihe 2 stand als 7. des Trainings, ist beim Führungsquartett dabei. Edwin Weibel Zweiter. Und da geht Simon Graffer offensichtlich, jawohl, auch an Ernst Gschwender vorbei, der sich plötzlich und ganz unverhofft zum ersten Mal als Vierten hier erlebt im Rennen. Ernst Gschwender auf der 4. Position. Ist das Taktik des Münchners? Das muss man abwarten. Will Ernst Gschwender seine Konkurrenz von diesem 4. Platz beobachten? Und da ist die letzte Runde. Das ist überhaupt jetzt für die Startnummer 6 die letzte Möglichkeit, noch etwas für eine Resultatsverbesserung zu tun. Ernst Gschwender als Vierter im Moment nicht auf dem Siegerpodest. Da fahren derzeit die 31 Ray Stringer, die 19 Edwin Weibel und die 33 Simon Graffer. Frage, schafft Ernst Gschwender noch einmal den Sprung auf Siegerpodest? Ja, wir sehen Ray Stringer weiter vorne, Edwin Weibel jetzt ganz dicht dabei. Edwin Weibel will es jetzt natürlich ganz genau wissen. Und es scheint, dass Ernst Gschwender im Moment keine Möglichkeit hat. Da ist die lange Gerade vor der Schikane. Da springt das Hinterrad des Spitzenreiters, aber er kommt gut durch diese Kurve. Und da ist der Einlauf, da ist der Zieleinlauf. Und es gewinnt die Startnummer 31. Ray Stringer, da haben wir es in der Zeitenübersicht. Edwin Weibel Zweiter, Simon Graffer auf dem Podium, knapp gescheitert mit 1 Sekunde dahinter. Ernst Gschwender, Mile Pajic, der Jugoslawe mit Wohnsitz in Holland, ist 6. Klasse Leistung Peter Rubato auf der 7. Position. Und da ist Ray Stringer mit der Dunlop-Mütze, neben ihm ebenfalls gelbe Dunlop-Mütze. Der zweite Edwin Weibel, der sich knapp hat geschlagen geben müssen. Natürlich die Presse mit von der Partie hier bei diesem dramatischen Rennen in Donington Park. Strahlende Helden hier, strahlende Sieger und Platzierte. Und noch einmal letzter Erfahrungsaustausch, wenn es geht, hier hinein in die Ehrenrunde. Und das war Lauf 9 vom Donington Park. Wir sagen Tschüss, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie treu der Pro Superbike Serie auf dem Sportkanal.
movement just around the bend. You're chasing lightning, and you just might win. You're on the border of the power zone. This road is leading to the power zone. You lose your fear inside the power zone. You can cross over into the power zone. Ja, herzlich willkommen in Donington Park, Lauf 10 zur Pro Superbike Serie. Donington Park, die Grand Prix Strecke in den East Midlands in Großbritannien. 8000 Zuschauer waren hierher gekommen, um das internationale Ereignis zu beobachten. Blick in die Startaufstellung. Wir sehen hier mit der Startnummer 21 den zweiten des Trainings. Mile Pajic, aber zunächst ein Interview in der Feature Story mit Sven Seidel, der mit der Startnummer 7 im Rennen mitfährt. Der letztjährige Sechste der Pro Superbike Serie. Und er macht zunächst einen Rückblick auf den Beginn der Saison. Und er sagt, dass er etwas spät die Maschinen bekommen hat in diesem Jahr. Die 92er Suzuki erst 2 Wochen vor dem Auftakt der Superbike-Weltmeisterschaft. Und dieser Auftakt war in Spanien, in Albacete. Und er war nicht zufrieden mit diesem Auftakt. Er hatte Riesenprobleme im Training. Und er war nicht qualifiziert zum Saisonauftakt in Spanien. Besser lief es dann in Speyer zum Auftakt der Pro Superbike Serie. Er war in der Spitzengruppe, war zeitweise Spitzenreiter im Rennen. Und er ist dann leider ausgefallen. Und im zweiten Lauf im Speyer dann war er sogar Spitzenreiter. Über 16 Runden fiel dann aus. 5 Runden vor Schluss mit einem Motorschaden. Und der nächste Lauf, ja, war in Luxemburg in Colmar-Berg. Da gab es einen heftigen Kontakt mit der Startnummer 8. Einen Sturz. Da gab es Kontakt mit Andy Hoffmann. Und er weiß jetzt noch nicht, wie es passiert ist. War ich zu schnell oder war Andy Hoffmann zu langsam? Jedenfalls sind wir aneinander geraten. Und im Laufe der weiteren Saison dann gab es neue Teile. Da gab es eine neue Auspuffanlage, da gab es neue Nockenwellen. Und hier in Donington, da ist es dem Sven Seidel, dem Speyer, ein bisschen zu kühl. Er sagt, wir sind hier aus dem warmen, aus dem heißen Deutschland angereist. Und hier ist es nur 15 bis 18 Grad. Da muss man sich erst einmal umstellen, meint der Suzuki-Pilot. Aber er lobt die Organisation, da ist er hochzufrieden mit. Er sagt, das sind Profis, die dieses Rennen hier in Donington Park veranstalten. Das sind echte Profis, meint der Sven Seidel. Und er fühlt sich wohl. Und vor allen Dingen ist er gespannt auf den Vergleich zwischen den Fahrern aus Großbritannien und den Fahrern, die in der Pro Superbike Serie auf dem Kontinent antreten. Und er stellt hier auch einen Vergleich an zwischen der verschiedenen Technik. In England wird mit etwas anderen Motorrädern gefahren, aber die Motorräder, das muss man hier dazu sagen, die hier eingesetzt werden, bei diesem Rennen King of Donington, die sind schon baugleich mit denen, wie wir sie kennen aus der Pro Superbike Serie. Sven Seidel war ja 5. des Trainings. Und er meint, dass diese unterschiedliche Technik, die aber hier nicht ganz zur Wirksamkeit kommt, ihm da einen Zeitenrückstand gebracht haben. Und er meint, dass es ganz, ganz wichtig sei, die Strecke in- und auswendig zu kennen. Es gibt hier einige Kurven, die man nicht einsehen kann. Und da meint er schon, dass die britischen Fahrer natürlich einen gewissen Vorteil haben, dass sie ja öfters ihre Meisterschaftsläufe hier fahren.
maybe I crash, I don't know. Power zone. Ja, und hier meldet sich wieder Donington Park. Start Nummer 7 in Startreihe 2 sind Sven Seidel, der optimistisch ins Rennen geht. Wir haben es im Interview gehört. Blick auf seine Crew. Sven Seidel auf der 92er Werks Suzuki. Und das hier ist der Trainingsschnellste. Jeremy McWilliams. Zweitschnellster war Mile Panic. Der Jugoslawe, der in Holland wohnt, mit der Startnummer 21. Startnummer 1. Sechster des Trainings. Pardon, 9. des Trainings war die Startnummer 1. Udo Marek. Hier die Startnummer 4. Auf Position Nummer 10 im Training. Jim Moody auf der Kawasaki. Peter Rubato. Peter Rubato, der deutsche Spitzenfahrer. Auf Rang 11 im Training. Und im Profil, im Porträt die Trainingsschnellsten. Jeremy McWilliams, der irische Meister. Der 350er und der Superstreet-Klasse bis 400 Kubikzentimeter. Zweiter Mile Pajic, der gebürtige Jugoslawe mit 37 Jahren. Einer der ältesten Teilnehmer hier im Feld. Dritter bester Fahrer aus der Pro Superbike Serie. Der zweifache German Superbike Champion Ernst Gschwender vom Team Green Kawasaki. Und vierter der 30-jährige Ray Stringer. Er hat 7 Clubtitel gefahren, Nachwuchsmeisterschaften. Blick auf die Startpositionen. Ampel geht auf grün. Feld geht auf die Reise. Und Udo Mark mit der Startnummer 1 ist vorne. Geht gleich auf mit der Startnummer 10 mit Sean Emmett. In diese Redgate Corner und die Startnummer 10 hat die Spitze. Sean Emmett ist Spitzenreiter. Kommt in Old Hairpin hinein. Das 30 Fahrer umfassende Feld in Runde 1. Geschlossen unterwegs. Mit Sean Emmett als Spitzenreiter. Dann mit der Startnummer 35 David Jeffries. Auf der Yamaha, der 13. des Trainings, der sich hier ganz glänzend präsentiert. Udo Mark sahen wir eben auf der 3. Position. Aber erstaunlich weiterhin der Mann mit der Startnummer 35, David Jeffries, der hier eine Spitzenposition hält. Auf Rang 4 mit der Startnummer 70, Apat Hamati, der Mann aus der ungarischen Metropole Budapest. Auf der HB Yamaha. Startnummer 10 weiter vorne. Sean Emmett greift an die Startnummer 1, Udo Marek. Jim Moody, die 4 auf der 3. Position, geht an Hamati vorbei. Bremst aus am Ende der Start- und Zielgeraden. Sean Emmett weiterhin vorne, Udo Marek jetzt Angreifer. Udo Marek mit der Startnummer 1. Der Mann, der im letzten Jahr so glänzend die Pro Superbike Serie, die 91er Serie gewonnen hat. Der es im Training langsam hat angehen lassen. Gefolgt von der Startnummer 4, Jim Moody. Apat Hamadi, der Mann mit der hohen Startnummer 70. Weiterhin auf der 4. Position. Gefolgt von der 35. Das ist das ist David Jeffries natürlich. Startnummer 35. Der Mann, der sich in der Anfangsphase des Rennens hier prächtig in Szene hat setzen können. Und Udo Mark Spitzenreiter. Udo Mark in der Schikane Spitzenreiter. Sean Emmett die Startnummer 10. Jawohl, verdrängt von dieser Spitzenposition. Da kommt Jim Moody auf. Ist Zweiter. Sean Emmett abgerutscht auf die 3. Position. Da sehen wir den 3. mit der Startnummer 10. Spitzenfeld weiterhin geschlossen beieinander. Udo Mark führt. Jim Moody, der 10. des Trainings auf der 2. Position. Sean Emmett ist Dritter. Apat Hamadi auf Rang 4. Da kommt jetzt, wir sahen ihn kurz auf der nächsten, der 5. Position, der schnellste des Trainings.
Jeremy McWilliams und Ernst Gschwender ebenfalls mit vorne in der Spitzengruppe. Wir sahen eben ganz kurz, da stürzt Johnny Verweist. Johnny Verweist stürzt. Das ist ein Mann aus Holland, der zum Zeitpunkt seines Wegrutschens ins Kiesbett auf der 12. Position lag. Aber zurück an die Spitze. Da ist der Mann im weißen Lederoverall auf der Yamaha vorne. Udo Marek, der Schwarzwälder. Jim Woody auf der 2. Position. Sean Emmett wird jetzt angegriffen von Ernst Gschwender, der außen herum vorbeigeht und die 3. Position übernimmt. Jawohl. Ernst Gschwender ist 3. Udo Marek wird jetzt angegriffen von Jim Woody. Udo Marek bleibt vorne. Da kommt ein Angriff von Ernst Gschwender, der jetzt an Rang 2 liegt. Start Nummer 6, Ernst Gschwender, der zweifache Meister, geht jetzt an die Spitze. Jawohl, an die Spitze geht hier Ernst Gschwender. Ein Rennen voller Dramatik. Ernst Gschwender, neuer Spitzenreiter. Und die Konkurrenz, sie lässt sich hier nicht abschütteln. Ein Spitzenfeld von über 10 Piloten hier. Geschlossen unterwegs. Ernst Gschwender, Udo Marek, dann mit der Startnummer 4 auf der nächsten Position Jim Moody aus Millerston auf der Kawasaki, der jetzt die Startnummer 1 hart bedrängt. Und man bremst hier erneut an. Red Gate Corner am Ende der Start- und Zielgeraden. Dann geht es hinaus zur Old Hairpin, zur alten Haarnadelkurve. Ernst Gschwender hat sich mittlerweile einen leichten Vorsprung verschaffen können. Und der Trainingsschnellste mit der Startnummer 11, wir sahen ihn jetzt im Moment auf der 3. Position. Jeremy McWilliams, der zweifache irische Meister. Da ist Udo Marek, der anfängliche Spitzenreiter, jetzt auf Rang 4. Gschwender kommt über diese Gruppe hinweg. Jim Woody der Nächste, dann Jeremy McWilliams, 4. weiterhin Udo Marek. Und Ernst Gschwender versucht natürlich jetzt hier die Flucht nach vorne anzutreten. 5. mit der Startnummer 31, Ray Stringer. Ray Stringer, der 4. des Trainings, im Moment im Rennen auf der 5. Position. Und da geht's hinein in die 5. Runde. Ernst Gschwender versucht weiter seinen Vorsprung auszubauen. Jeremy McWilliams, bestplatzierter Ducati-Pilot im Rennen im Moment hier. Da ist er auf Rang 3, da sehen wir die Startnummer 11, die 1 dahinter. Marek dann die 10, Sean Emmett. Aber Ernst Gschwender, er macht weiter hier einen Ausreißversuch. Und den will man natürlich verhindern. Da will man sich jetzt sicherlich auf die Socken machen, um an die Startnummer 6 noch einmal heranzukommen. Jeremy McWilliams auf der 3. Position, schaut sich um, sieht hinter sich die Startnummer 1. Und dann sehen wir jetzt erstmals auch mit der 19 Edwin Weibel, den Spitzenreiter in der Pro Superbike Serie, der nach seinem Doppelsieg Tabellenführer ist, nach seinem Doppelsieg auf dem Nürburgring. Jim Woody ist 2. Jeremy McWilliams auf der 3., Udo Marek auf der 4. und Edwin Weibel auf der 5. Position. 2 weitere Fahrer im Windschatten des Schweizers mit der Startnummer 19. Sean Emmett hinter Edwin Weibel als 6. Das ist Edwin Weibel, die Startnummer 19 auf Rang 5. Aber Ernst Gschwender macht hier weiterhin das Tempo. Und es macht den Anschein, als kämen die Verfolger in der Tat etwas näher an den Spitzenmann heran. Jim Woody zieht das Verfolgerfeld an. Und Edwin Weibel, er lässt sich hier natürlich gerne mitziehen. Gschwender, Woody, McWilliams, Mark Weibel, der jetzt hier an die 4. Position geht, der auf der Bremse vorbeigegangen ist
an der 1, schnellste Runde. Neuer Rekord hier in Donington. Damit ist der Rekord des Franzosen Raymond Roche gebrochen. Neuer absoluter Rundenrekord für diesen Mann mit der Startnummer 19 für Edwin Weibel. Und dieser neue Rekord, der liegt jetzt bei 155,72 Kilometer pro Stunde. Edwin Weibel auf der 4. Position, der neue Rundenrekordhalter für Superbikes auf der Rennstrecke von Donington Park. Wunderbar und sicher ist er hier unterwegs, aber Schwender führt. Jim Woody Zweiter. Und man hat in der Tat den Rückstand offensichtlich etwas verkürzt. Da kommt man hereingefahren in die Starkeys Straight, bremst an die Schikane. Diese Rechts-Links-Kombination, die hineinführt auf die Start- und Zielgerade. Schwender, Woody, es hat sich nichts geändert. McWilliams, der Trainingsschnellste mit der 11 auf der 3. Position. Aber es wird immer enger für den Spitzenreiter hier. Jeremy McWilliams dicht dran an Jim Moody. Er treibt den Mann mit der Startnummer 4 förmlich an. Wird sich denken, mach doch bitte den Weg frei, ich will herankommen an die Startnummer 6. Aber das will natürlich auch die Startnummer 4. Das will auch Jim Woody versuchen. Der Vorsprung schrumpft. Zusehends schrumpft hier der Vorsprung. Die beiden Leute hier mit der Startnummer 4 und der 11, sie haben gut zusammengearbeitet. Da darf man ein Kompliment schicken auf die grüne Insel nach Großbritannien. Mittlerweile wieder Vierter, aber etwas zurückhängend. Wir sehen die Startnummer 1. Wir sehen hier Udo Marek, der aber etwas den Kontakt mittlerweile verloren hat. Und die beiden Verfolger sind dran und da rollt aus die Startnummer 19. Der neue Rekordhalter fällt hier aus, biegt ein in die Boxengasse. Edwin Weibel liegt zu diesem Zeitpunkt auf der 5. Position und muss aufgeben. Schwacher Trost für ihn, dass er wenigstens hier den neuen Rundenrekord hält. Ernst Schwender und die beiden Verfolger sitzen im Nacken des Fahrers von Team Cream Kawasaki. Jim Woody Zweiter, Jeremy McWilliams auf der 3. Position. Da sehen wir im Hintergrund als 4. Udo Marek. Und es wird spät gebremst vor der Schikane. Man will sich hier heranbremsen an den Spitzenreiter. Runde 10 ist angekündigt. Da muss Ernst Schwender wirklich alles geben, um die Spitze zu verteidigen. Und diese Spätbremsaktion hat ihm wieder etwas Luft verschafft. Aber die beiden Verfolger, Woody und McWilliams, kommen wieder näher heran, haben eben den etwas kürzeren, den engeren Weg gewählt. 6, 4, 11 die Reihenfolge. Schwender vor Woody und vor McWilliams. Da hinten taucht erneut als Vierter auf die Startnummer 1 Udo Marek, hat aber zu diesem Zeitpunkt einen Rückstand von ungefähr 6 Sekunden. Und das ist eigentlich fast nicht mehr zu schaffen für den Yamaha-Piloten aus dem Schwarzwald. Fast nicht mehr zu schaffen, heranzukommen an diese 3 schnellen Leute. Da kommt Jeremy McWilliams zum ersten Mal an der Spitze und er versuchte noch einmal zu kontern. Ernst Schwender, aber da war kein Platz, da musste er etwas zudrehen. Da hat Jeremy McWilliams sozusagen die Tür zugeknallt. Da war überhaupt kein Platz für diesen Konterversuch. Jeremy McWilliams zum ersten Mal Spitzenreiter in diesem Rennen hier in Donington Park. Ernst Schwender ist jetzt sogar in dieser Senke auf Rang 3 abgerutscht. Jimmy Woody ist Zweiter. Ernst Schwender auf der 3. Position. Jeremy McWilliams
hat jetzt freie Fahrt. Da versucht er wegzukommen. Versucht sich hier ein bisschen Luft zu verschaffen. Jim Woody versucht dran zu bleiben. Da kommt der Angriff von Ernst Gschwender. Auf der inneren Spur kommt er vorbei im Anbremsen auf Redgate Corner. Ernst Gschwender auf der zweiten Position. Und das heißt, er hat jetzt Luft vorne dran. Luft, um heranzukommen an die Startnummer 11. An den Spitzenreiter Jeremy McWilliams, der in diesem Augenblick unter Druck gerät. Der hier wegrutscht, in den Dreck hinrutscht, zu den Reifen, zum Reifenstapel in der Slow Motion noch einmal. Gänzlich ohne Ankündigung geht hier das Vorderrad weg. Jeremy McWilliams konnte sich nur 2 Runden lang freuen über seine Spitzenposition. Aber glücklicherweise der irische Meister, er ist offensichtlich unverletzt. Das Spitzentrio reduziert sich natürlich jetzt auf ein Spitzenduo. Und vom Sturz profitiert die Startnummer 6, Ernst Gschwender. Jim Woody, der dran bleibt hier. Und für die beiden Spitzenleute gibt es hier offensichtlich nichts, was sie aufhalten kann. Nichts, was ihre schnelle Fahrt hier stoppen kann. Im Moment ist weit und breit nichts zu sehen von den Verfolgern, die weiter angeführt werden von der Startnummer 1, von Udo Marek. Da sehen wir ihn im Hintergrund, die Startnummer 1, ganz kurz eben. Rückstand weiterhin ungefähr 6 bis 7 Sekunden. Man fährt zwar derzeit im Verfolgerfeld die gleichen Rundenzeiten, als das diese beiden Fahrer tun, aber das kann natürlich nicht reichen, um heranzukommen. 1:12er Zeiten werden hier gefahren. Und da geht Ernst Gschwender als Spitzenreiter in die letzte Runde hinein. Und jetzt muss er höllisch aufpassen. Udo Marek ist Dritter. Dann sehen wir mit der 31 auf Rang 4 Ray Stringer. Und Ray Stringer fährt hier auf derselben Position, die er auch im Training hatte. Da sehen wir die Verfolger. Rückstand, jawohl, 6 bis 7 Sekunden. Ray Stringer will natürlich aufs Podest. Hat eben angegriffen, Udo Mark, hier die Spitze. Ernst Gschwender, Jim Woody dahinter. Und er wird wirklich am allerletzten Drücker gefahren. Man kommt jetzt in Coppice Corner hinein. Und dann geht's gleich hinaus auf die lange Gerade, Starkey Straight. Und das ist die letzte Chance für die Startnummer 4. Versucht's ihnen. Fährt gleich auf. Aber es schafft hier Ernst Gschwender. Lässt dem Briten hier keine Chance. Ernst Gschwender kommt als Spitzenreiter ins Ziel. Startnummer 6, der Sieger in Donington. In Lauf 10 zur Pro Superbike Serie. Ernst Gschwender, der erste Saisonsieg, der erste Sieg im Jahr 1992. Natürlich Riesenfreude beim Münchner. Die Bestätigung, Ernst Gschwender vor Jim Woody und Udo Mark schafft ebenfalls den Sprung aufs Treppchen, hat die Angriffe von Ray Stringer abgewehrt. Sven Seidel, 6. Mile Pajic auf Rang 7, 8. Simon Graffer, der junge Michael Liedl, der Mann aus Donauwörth, Kompliment hier im Zeitentableau auf der 9. Position. Und das ist die Siegerehrung. Und wir sehen ganz oben im grünen Lederoverall vom Team Green Kawasaki Ernst Gschwender, neben ihm in weiß der Dritte. Das war Udo Marek. Und das war Runde 10, Lauf 10 vom Donington Park. Wir danken fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns treu. Tschüss, sagt Ihnen Ihr Pro Superbike Team auf dem Sportkanal.